Ich laufe heute durch Sittard in den Niederlanden und mache die Sittard-Tüdderer Grenztour. Schönes Wetter heute, wird für bis zu 21 Grad. Es ist ruhig, es ist noch früh, so um die 9 Uhr ist es jetzt. Wir werden so 22 Kilometer laufen und werden einige schöne Dinge sehen. Hier ist was los heute in Sittard. Ich habe keine Ahnung was, aber hier sind Festivitäten so zu sehen. Und da hinten sehen wir die alte Kirche von Sittard. Ne? Ich weiß nicht welche es ist, aber es ist eine Kirche. Wir sind im Zentrum von Sittard. Hier läuft auch ein Wasser entlang, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob es die Gelehnweg ist. Ein Brunnen. Eine Fontäne, besser gesagt. Das ist ein Park hier. Und an der anderen Seite ist ein Sportpark. Und in der Stadt gibt es immer wieder Tauben. Ne? Und die Wiesen sind auch noch nicht scheu. Unglaublich. Und Hunde gibt es hier natürlich auch. Da ist Getose mal an hier. Wow. Da geht viel Wasser, glaube ich, den Bach runter. Eine Schleuse oder ein Wehr. Schwimm nicht in die Glehnbeek. Leute, ich ahne Schlimmes. You kidding me? Sla bij de volgende splitsing linksaf. You kidding me? Heiliger Scheiße.
Jetzt habe ich nasse Füße. links af. Scheiße. Jetzt habe ich nasse Füße. Oh mein Gott. Scheiße. Das ist eine Mühle, Leute. Man kommt nur schlecht ran. Ah, hier hat man einen besseren Blick. Ein Gedenkmal für 4045, ne? All die Soldaten umsonst verstorben sind. Durch die kasarische Mafia, da auch. Ein Mariniersgedenkmal. Limburg. Ach, das ist ein Fallschirmjäger. Da sehe ich ein Flugzeug da oben. Okay. Da siehst du ihn. Hier geht es ein bisschen hoch, eine kleine Steigung in dieser Straße. Nach 4,24 Kilometern laufe ich noch immer im Zitterchen. Slaat over 40. Und wir gehen jetzt Richtung Kollenberg. Ein Hügel, seitlich von Zittert, im Süden, südlich von Zittert, ja. Und ich ahne, dass wir da den Berg hochgehen. Denn ich sehe es jetzt schon, dass die Straße hier hochgeht. Na, es geht gemächlich hoch. Nicht schnell. Eine Kapelle. Okay. Ach, das sind die 7 Footfallen sind das. Da kommen 7 Stück von denen, Leute. To memory
und fliegen. If I had money enough to spend and leisure time to sit a while, there is a fair maid in this town who sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and ruby lips alone she holds my heart enthralled. Then fill to me the parting glass. Good night and God be with you all. Hallo. Hallo. Hier können wir auch noch mal reinschauen, Leute. Eine Grotte. Oh, all the comrades that e'er I've had, they're sorry for my going away. And of all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day Hat nur ein Schirm. to stay. But since it falls into my lot, Und der nächste Kandidat kommt hier schon. Guck mal, wie es da hochgeht. Erstaunlich. Wenn es zu lang wird, dieses Stück, dann wird es wieder ein separates Video. Auf Patreon. so fill to me Da kommt eine Kapelle, Leute. Und es geht richtig hoch hier. Da sitzen überall Leute. God be with you all. Morgen. Ja, die ist offen. Ich mal rein, ne? Mein Herz pumpt. Wandern in Gemeinde Sittard-Geleen. Hügeliges Land, Leute.
Also Leute, nach 5,75 Kilometer nehme ich mich mal in eine Pause. Bin aus Sittard raus. Es kommen wieder Fahrräder. Sehr viel Verkehr heute. Hoi. Sehr viel Verkehr heute. Ich musste die Ankündigung abbrechen, ne? Das Intro vom Video, weil es war zu viel Verkehr. Also ich bin der Theo, für der es noch nicht weiß, der neu auf dem Kanal ist. Und ich bin seit ein paar Monaten wieder am Laufen. Und ich war erstaunt. Der nächste Fahrräder. Okay. Ich war erstaunt, wie gut ich den Berg da hochkam. Ne? Mein Herz war am Pumpen. Wenn ich das vor 3 Monaten gemacht hätte, wäre ich tot gewesen. Weil ich hatte ja in 2006 einen Herzinfarkt und habe 9 Jahre Behindertenarbeit hinter mich. Aber nach meiner Behandlung in Belgien ist das alles Schnee von gestern. Und das war nicht im Krankenhaus. Hoi. Das waren wieder Wanderer. Das ist unglaublich, was hier los ist. Zoveel Verkehr hier. Unglaublich. Naja, okay. Was wollte ich sagen? Ja, ich kann wieder gut laufen, das sieht man. Wir haben schon viel gesehen, eine Mühle. Wir haben die 7 Voetvallen gesehen, wie man sie in den Niederlanden nennt. Und werde mich so jetzt nach Deutschland entlang angeln. Und da werden wir im Grenzgebiet auch rumlaufen. Und es ist schönes Wetter, der Wind weht, aber ich glaube mit meinem neuen Mikro am Kamera ist das kein Problem. Und die Umgebung ist hier auch schön. Und ich denke, was ich hier schon sehe, habe ich wieder eine geile Tour geplant. Es ist die Sittard-Tudderen Grenztour. Also ich mache weiter meine Pause und dann melde ich mich wieder. Das ist ein Steinpfad, steht da, Leute. Steinpfad. Also die Straße ist wieder übergegangen in Asphalt und es sind sehr viele Fahrräder unterwegs. Jetzt wieder 2. Hoi. Hoi. Das ist noch ein Dreh. Gucken wir, was hier runter geht. Das ist wahrscheinlich der Kolleberg, den wir hier sehen. Schau den Baum hier mal an, den Baum. Wie geil ist das denn? Und 30 Meter links, ich ahne Schlimmes. Hallo. Das geht hoch, Leute. Und das läuft sich nicht sehr komfortabel hier. Hier ist matschig und glatt. Es geht runter, Leute. Es geht runter. Und zwar richtig.
aus dem Wald raus, entlang den Wald. Hat ein kleines Problem, Leute. Ich konnte diesen Pfad nicht finden. Der war kaum zu sehen. Da lief es entlang dem Wald und das war falsch. Jetzt habe ich den Pfad gefunden und der geht richtig hoch. Also der war sehr schlecht zu sehen. Das war nur, Deze weg op het veen. da war nur eine Grasfläche. Und der sah ich den Pfad nicht. Und das ist alles Dornengestrüpp hier. Oh mein Gott. Das ist richtig scheiße. Ich habe keine Socken an, weil ich da durch den Wasser gewatscht bin, war ich sehr schnell wieder trocken. Und wenn ich Socken trage, dann bekomme ich Blasen. Und das ist sehr nass und matschig hier. Heiliger Scheiße. Das ist sehr, sehr scheiße laufen hier. Da sind meine Schuhe wieder nass. Sind alles Wiesen. Viele Blumen hier. Und es geht hoch. Da hinten, ich weiß nicht, ob es auf die Kamera zu sehen ist, sieht man am Horizont überall Mühlen. Ich denke, dass das der Klimawandel von Deutschland ist. Houd nu rechts aan. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe so eine Vermutung. Und wir kommen hier an ein Schwimmbad. Wieso habe ich immer Schwimmbäder in meine Touren? Verstehe es nicht. Aber hier habe ich, denke ich, kein Problem mit. Da komme ich rum herum. Keine Tierchen im Wasser. Nein, ich sehe keine Tierchen im Wasser. In diesem Wasser nicht. Wahrscheinlich habe ich schon die deutsche Grenze überquert. Ja, habe ich. Jetzt überquere ich die deutsche Grenze, Leute. Hier steht es ja, Gemeinde Selfkant. Also, wir sind jetzt in die Heimat. Wir sind in Deutschland. Wie geil ist das denn? Und die Pferdchen, da gehen wir entlang. Und hier ist wieder Gras bewachsen, ne? Und Dornen. Sehr taktisch laufen hier. Aber ich bin im Matsch wieder los von den Schuhen. Meine Schuhe sind wieder sauber nach diesem Pfad. Und das ist immer das Problem hier wieder. Ne? Da war mal Asphalt, der ist kaputt, der wird nicht mehr neu gemacht. Und dann läuft man in den Matsch. Und die Pferdchen stehen viel höher als ich. Volg deze weg 250 meter. Nach 8,37 Kilometer laufe ich hier ein deutsches Dorf ein. Nur ist mir schleierhaft, welches Dorf es ist. Weil ich habe kein Ostschild gesehen. Also das werde ich dann erst am Ende der Veranstaltung sehen. Nur mal sehen.
Nach 8,99 Kilometer verlassen wir das Dorf wieder. Und auch hier steht kein Ortsschild, also ich habe keine Ahnung, welches Dorf das ist. Aber Volg jetzt, deze weg 3. hier geht's richtig runter. Schau dir die Äpfel mal an, ne? Guck mal da. Und dieser Kamerad hat Birnen. Aber die sind schon schlecht so zu sehen. Also das ist ein Obstgarten hier. Da haben wir noch Früchten dran. Pflaumen oder so etwas. Kann ich nicht sehen. Das war deutlich ein Obstgarten. Also Leute, nach 9,15 Kilometer mal eine kleine Rast. Wir haben ungefähr die Hälfte der Strecke gehabt, ne? Muss mal etwas trinken. Meine Füße sind wieder trocken, meine Schuhe sind trocken. Socken habe ich nicht an, dann kriege ich Blasen, ne? Also trage ich keine Socken in die Schuhe. Ja. Wir sind jetzt in Deutschland. War noch nicht viel zu sehen. Ein Denkmal für gefallene Soldaten, kommen wieder Wanderer. Okay, sind auch wieder weg. Es ist hier so viel los an Wanderer und Fahrradfahrer, das ist unglaublich. Gegenüber mir rasselt ein Maisfeld. Aber das waren wieder Niederländer, die hier entlanglaufen. Aber ich weiß nicht, ob wir hier wieder über die niederländische Grenze gehen, aber ich glaube nicht. Das ist alles noch Deutschland hier. Naja, noch gute 10 Kilometer. Und das läuft sich gut und schnell, muss ich schon sagen. Es wird nicht so eine lange Wanderung wie in vorheriger Woche nach Schloss Montfort. Ne? Da hatte ich 6 Stunden und noch etwas benötigt, weil mit den ganzen Zwergenwald, ne? Das hat mir viel Zeit gekostet. Und dann da habe ich noch bei meiner Schwester noch eine Tasse Kaffee getrunken. Ne? Und dann kam noch das Schloss selber, da habe ich noch Videos gemacht außen und da bin ich nochmal zurück. Das war Dienstagmittag, weil das Schloss war schon geschlossen. Und da habe ich die Weiteraufnahme gemacht. Okay, ich mache ein bisschen Pause und dann laufe ich wieder weiter. Kleine Frösche, Leute, kleine Frösche. Und die sind schnell. Musste jetzt. Da geht er. Ich habe ihn wieder. Da kommt ein zweiter, ein Kaulquapp. Da kommt ein dritter. Überall schwimmen hier rum. Ja, das ist tatsächlich die Niederlande, wo wir sind. Und der Seite, langs das Forstwirtschaft frei, ist Deutschland. Dann muss das in Grenzstein sein, 295. Also, wir befinden uns wieder auf niederländisches Grundgebiet. Mal schauen, 10,5 Kilometer.
11,4 Kilometer, Leute. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Und da kommt wieder ein Wegkreuz. Und wahrscheinlich auch eine Kapelle so zu sehen. Müssen wir mal schauen. Und es ist sehr viel los. Sehr viele Wanderer, sehr viele Fahrradfahrer. Nein, das ist eine Scheune, glaube ich. Das ist eine Scheune. Schön gemacht. Und wir verlassen das urbanes Gebiet wieder. Wir sind hier, da ist der Grenzübergang zu Deutschland früher. Das sieht man da noch, die Gebäude. Richtung Wehr. Also ich denke, wir laufen jetzt nach Tüdderen. Denn wir haben jetzt 12,8 Kilometer gelaufen. Und da sind die knuddelige Tierchen, die man auf dem Schild sah, ne? Die Schäfchen. Und Tauben. Grenzstein. Leute, wir sind wieder in Deutschland. Renaturierung des Rodebachs zwischen Wehr und Tüdderen. Alles Renaturierungsgebiet der Nazis. Ja, die Bauern müssen ja kaputt, ne? So verkaufen die das als Renaturierungsgebiet. So verkaufen die Nazis das. Und da sind Enten. 2 Stück. Nach 15,3 Kilometer wollte ich eine Pause machen. Aber das Ding hier stinkt nach Pisse. Das ist schrecklich, Urin. Uff. Also, keine Pause. Wir laufen weiter.
wir kommen ans Wasser. Und man darf hier nicht schwimmen. Also Leute, zurzeit haben wir 16,6 Kilometer. Ich war mal richtig im Bad stecken geblieben. Ne? Das ging mir über die Schuhe. Die habe ich jetzt, glücklicherweise habe ich immer Klopapier dabei. Habe ich die Schuhe wieder einigermaßen sauber bekommen. Das ist unglaublich. Da war ich mal richtig in die Suppe reingegangen. Ne? Hatte nicht gedacht, dass das so tief wäre. Und jetzt laufen wir wieder um eine Fahrt durch den Wald. Hier nebenan ist eine drück befahrene Straße, ihr hört es ja. Und laufen um den Wasser herum. Das hier ist. Hier liegen überall Bäume über die Straße. Das werdet ihr sehen, wenn ich hier vorbei bin. Das nächste Baum, das Hindernislaufen hier. Aber ich brauche noch ungefähr 6 Kilometer, bis ich wieder zurück bin. Wieder ein großer Stein. Ne? Nach 17,8 Kilometer laufen wir wieder durch ein deutsches Dorf, ich denke Turren. Also müssen wir jetzt noch ungefähr 4 Kilometer, denke ich. Ich habe ein ganz Stück Waldautobahn hinter mir, mal richtig Gas geben können. Slaap over 5 Hier rechts ist wahrscheinlich eine Kapelle. Werde ich die Kamera noch mal even laufen lassen. Ne? Sieht recht modern aus. Ist auch eine Sitzgruppe. Ja. Okay. Jungfrau der Armen, okay. Tja, ja. Ein Brunnen. Haben wir schön gemacht, ne? So, nach 18,5 Kilometer laufen wir Richtung die Kirche. Und nach 18,9 Kilometer haben wir das Dorf Töderen verlassen, denn das muss Töderen sein, kann nicht anders. Und laufen wir jetzt wieder, ja, Wald würde ich nicht sagen, so etwas wie Wald, ne? Ihr seht es ja, die eine Seite gibt es Bäume, die andere Seite nicht.
Und da gibt es ein kleines Gewässer, sehe ich. Also wir nähern uns das Ziel. Und das weht, Leute. Der Wind, der geht unglaublich. Und da ist eine größere Straße, das wird die Straße von Tütteren nach Zittert sein. Ich habe meinen Gegner wieder gefunden. Der Matsch. Oh, Scheiße. Dorniges Strip, wo ich drin hängen bleibe. Unglaublich. Also ich habe es geschafft. Nach 19,5 Kilometern nähere ich mich die deutsch-niederländische Grenze. Und das war tatsächlich Tütteren. Und das ist ein Haufen Verkehr. Slaan rechtsaf op wandelpad. Die Schweinsweide. Ein Naturgebiet, okay. Das Teil steht trocken. Nein, nicht ganz trocken, da ist noch Wasser. Sehr viel dorniges Strip hier. 50 meter. Ja Leute, ich laufe noch immer durch die Schweinsweide. Und die 20 Kilometer sind voll. Ich kann mich wieder selber gratulieren. Für diese Meisterleistung wieder. Und ja, ich werde jetzt Abmoderation machen, weil ich denke, dass das in die Stadt nicht möglich ist. Dann werde ich es einfach hinten an dem Video einfügen. Ne? Also Leute, es war eine schöne Wanderung heute. Ein bisschen Probleme gehabt mit dem Matsch, ja. Meine Schuhe versifft, okay. Klopapier dabei, habe das größtenteils wieder gelöst. Naja. Ich höre eine Ente, aber ich sehe sie nicht. Doch, da geht sie. Da hinten, Leute. Auf dem Ast. Da war sie. En weten ze vandaag? Nog niet. Nog niet? Komt wel, hopelijk. Ich habe ihn gefragt, ob die Fische beißen, aber er sagt noch nicht. Also er hat noch nichts gefangen. Das ist ein schönes großes Gewässer, ne? So wie sieht.
Das ist richtig groß. Puh. Ja, das ist richtig groß. Schau mal an, da hinten. Alle Schmetterlinge hier. Wow. Mann, ist das geiles Kino. Überall Schmetterlinge. Ich mag es Tieren vor die Kamera, ne? Das ist immer schön. Ein kleiner Bach mit Wasser, diese Seite auch. Und wahrscheinlich eine alte Brücke von früher. Das ist richtig bewaldetes Gebiet hier, kann ich nicht glauben. Oh, la, verboten zu fischen. Hi. Der Mann, der war am Fischen. Passen Sie mal im Pfad her, ne? Auf einfach durch die Weide. Und scheint zu stimmen, nach Komoot. Ach, schon alles gehabt heute. Ja, das fehlte mich noch, über eine Weide zu laufen. Also Leute, wir nähern uns Z8. Stadtgebiet. Sind noch keine 2 Kilometer bis bei meinem Freund. Letzte schöne Bilder, ne? Diese schöne Tour. Dann ist mal wieder eine verdammt schöne Tour. Wow. Wow, wow. Nach 21,2 Kilometer nähere ich mich wieder Z8. Nun musste man ein Kanu haben, ne? Aber ich glaube, das darf man hier nicht. Ich glaube, das ist die Gelänbeek. Guck mal, was die Enten Spaß haben. Wie schnell die sind. Geht gut, ne, Jungs? Ja, geht gut. Ja, ich sehe es. Wow, sind die schnell. Das waren Turbo-Enten. Hallo Leute. Und? Dann werde ich sagen, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Ihr könnt een Tour finden auf Patreon. Dann könnt ihr den runterladen. Und ihr unterstützt ja auch noch den Kanal, macht ihr auch noch etwas Gutes. Und dann gebt dem Video einen Daumen hoch, habe ich glaube ich gesagt. Abonniert den Kanal, das kostet gar nichts. Aber dann wird der Kanal besser angesehen. Ja, macht nicht mal das Vergnügen, ne? Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Das wird wahrscheinlich wieder nächste Woche sein. Und ich kenne zu Hause sitzen bleiben kann ich ja nicht. Also Leute, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.